So Leute, der Tag ist endlich gekommen und es ist wieder einer dieser Tage, wo ich mich extrem darauf freue und vor allem euch da dabei mitnehmen kann und dass da wieder richtig geile Sachen über die nächsten Wochen, Monate kommen werden. Denn wir befinden uns bei Emil Frey am Olympiapark und zwar bei Aston Martin München und wir holen ein neues Auto für die Sammlung ab und so viel kann man schon mal sagen. Es ist der erste Aston Martin, der in die Sammlung kommen wird und es ist der stärkste, den es in der Kategorie gibt. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal rein, denn ich weiß, der Herr Oswald, der schwirrt schon worum. Das ist nämlich der Geschäftsführer hier bei Aston Martin München. Die machen nämlich gerade die letzten Feinheiten beim Fahrzeug. Aber zieht euch das mal rein. Du kommst hier bei Aston Martin München an und wirst hier einfach direkt von einem Valkyrie begrüßt. Das muss man sich mal reinziehen. Vor allem dann siehst du wieder von hier vorne, wie klein, wie schmal dieses Fahrzeug ist. Einfach unglaublich. Wir durften ja dieses Auto schon in Bahrain auf der Rennstrecke damals gemeinsam mit Aston Martin fahren. Und auch generell durften wir das Auto schon auf der Straße vom Dieter fahren. Unmenschlich. Ja, und wir Leute, hier sind wir jetzt halt angekommen bei Aston Martin München. Und man muss hier schon sagen, deswegen machen wir auch das Video, Leute, bevor wir jetzt ja gleich unser Auto sehen werden. Denn das Line-Up hier in München, das kann sich wirklich sehen lassen. Denn übergehend hier vom Valkyrie auf den Vantage und zwar die F1 Edition, das ist halt natürlich schon geil. Vor allem einmal als Roadster und dann geht es nämlich hier weiter und zwar nochmal eine F1 Edition in weiß und dann hier drüben nochmal eine F1 Edition und das sieht hier schon richtig sexy aus. Weiß mit schwarzen Felgen, genauso wie auch hier schwarz, schwarz und genauso auch hier ist das schon geil. Das Auto durfte ich auch schon einmal fahren, hat mich extrem fasziniert von den Fahrleistungen her und dann genauso wie es auch dann hier weitergeht. Einfach ein Traum und auch wieder hier diese Lackierungen, wie du wieder diesen Perleffekt hier siehst. Und jetzt Leute, jetzt zieht euch das mal rein. Wir haben hier einfach zwei Speedster stehen. Ja? Davon gibt es nur 88 Stück weltweit. Und es stehen hier einfach in München, stehen hier einfach 2 Stück davon rum. Und das ist halt natürlich schon geil. Vor allem hier mit den gelben Streifen dann noch zusätzlich mit dazu. Und Robert, komm mal her, schau mal das. Da hast du ja nämlich dann noch zusätzlich, bekommst du hier 2 Helme mit dazu geliefert. Vor allem das Geile ist halt genau auf Außenlackierung gematcht. Und Leute, das ist hier jetzt nicht einfach foliert, sondern das ist hier alles handlackiert. Also was hier Handarbeit, was hier Detailarbeit in dem Aston Martin Speedster drinnen steckt, das ist wirklich unmenschlich. Ich muss dazu sagen, ich hatte dieses Fahrzeug nie wirklich auf dem Schirm. Als ich das Auto dann das erste Mal gesehen habe, beziehungsweise gehört habe, mir schon gedacht, das ist wirklich mit dem Stirling Moss die 2 Fahrzeuge ohne Scheibe, die wirklich von den ganzen Proportionen her perfekt sind. Ja? Weil für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Ferrari Monza ist nicht so wirklich meins. Hier sehen wir es dann nochmal. Aston Martin Speedster, ein bisschen eine andere Lackierung. Ich kann euch leider jetzt nicht genau sagen, was das hier für eine Lackierung sein soll. Aber, ja Leute, hier geht es jetzt nämlich schon weiter. Und zwar hier kommen wir in Richtung DBX. Ja? DBX 707, schwarz, innen rot. Und genauso wie auch dann hier haben wir einen schönen Vergleich, denn hier sehen wir den normalen DBX, ja, was natürlich den Unterschied siehst, hier DBX 707, alles breit, böse, hier das Ganze ein bisschen eleganter gehalten, ja, es ist ja noch mal mehr so dieses elegante Fahrzeug, 707 ist halt wirklich hier auf die Waffe gesetzt. Ich sehe schon, richtig schön. Servus, willkommen. Servus. Bei uns im Haus. Alles gut? Heute ist dein Tag, oder? Heute ist der Tag endlich und richtig schick, Leute, weil es ist nämlich gerade Wiesen, ja. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch meine Lederhosen angezogen. Okay. Ja, wir sind hier gerade schon ein bisschen rumgelaufen. Wir sind gerade hier schon beim DBX 707 stehen geblieben. Und was uns aufgefallen ist, also ihr habt hier schon wirklich geiles Line-Up da. Also ich meine mal schnell so 2 Speedster vorne in Valkyrie rumstehen, ist schon eine Ansage. Ja, doch, macht uns auch richtig Freude, wenn man jeden Tag hier reinkommt und darf diese tollen Dinger sehen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und in welche Richtung dürfen wir jetzt mit dir mitgehen? Ich führe dich einfach mal zu deinem neuen Schmuckstück.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch mega spec. Da sind wir jetzt noch nicht gewesen. Das ist dieses China Grey oder wie sich das nennt. China Ne? Grey, gell? Korrekt. Ja. Alles mit dunkel abgesetzt, vom Emblem bis über die Felgen matt, Kühlergrill dunkel, Dachreling, alles in dunkel gehalten, damit wir einen schönen Kontrast haben bei diesem. Ah ja, hier DB12 haben wir auch da. Sehr, sehr geil. Der ersten Boah. auf der Straße. Da hat man wieder gemerkt, wie Aston Martin in den letzten Jahren aufgeholt hat. Weil, dass die Autos schon immer extrem schön gewesen sind, gar keine Frage, ja. Aber, kann man ja wirklich offen sagen, Performance war immer so ein Thema. Aber wie da jetzt Aston Martin aufgeholt hat, einerseits, klar, Look sowieso, aber Performance und Innenraum. Wir sind das Auto, durften wir vor, glaube ich, jetzt sind auch schon wieder 2 Monate her, faszinierend gewesen. Also kompletter Gamechanger. Absolut, absolut. Wir freuen uns auch, dass das Auto da ist, dass es auch bei uns jetzt mittlerweile zum Fahren ist. Ich glaube auch natürlich von den Kunden her ist das also wahrscheinlich schon für die Kunden, die das Auto einmal gefahren sind, ist wahrscheinlich sofort klar, okay, Ja. ich möchte das Auto haben. Aber ich glaube auch generell für Leute, die das Auto bisher noch nicht gefahren sind und sich einfach Videos anschauen, man hat es ja gesehen vom Feedback her. Also wir haben tatsächlich unheimlich viel Zulauf jetzt von Fremdkunden, die wir noch nicht kennen, Ja. die auf dieses Auto aufmerksam gemacht worden sind, Ja. durch dich, ist klar. Und wir haben hier einen riesen Zulauf und auch gute Auftragseingänge. Ja, Das ja freut uns natürlich. ich meine, ich bin ja wirklich komplett ohne Erwartungen an das Fahrzeug hingegangen. Aber du hast ja wirklich gesehen, klar, Aston Martin konnte schon immer extrem gut von außen. Aber was sie dann Performance hinbekommen haben, ist das eine Thema, aber dann vor allem Innenraum. Ja, das ist natürlich das andere Thema. Daran hat man gesehen, wie extrem hier Aston Martin aufgeholt hat über die letzten Jahre. Absolut. Ah, ich sehe, Robert, ja, es ist soweit. Noch ruhig. Es ist soweit. Komm mit. Oh, ich sehe da schon was. Ich sehe da schon richtig was. Der begrüßt dich schon damit. Schau mal hin, Robert. Jetzt kommt nämlich dieser schönste Part da eigentlich schon, was ich immer gesagt habe. Wir sind nämlich bisher noch kein Fahrzeug gefahren, was hier nämlich hier hinten den kompletten Diffusor aus Carbon hatte. Dann wirst du es jetzt gleich sehen. Robert, komm mal komplett rein. Ich würde sagen, wir decken das Auto jetzt gemeinsam ab. Der Robert geht jetzt halt nach vorne. Und dann, Robert, meinst du, schaffst du es, so einen geilen Porn rauszuballern? Ich versuch's. Wir versuchen es mal. Okay, alles klar. Dann Lass mich mal vorgehen. würde ich sagen, 3, 2, 1. Was haben wir denn überhaupt da? Was vermutest du? Also der Größe nach müsste es ein DBX sein. Ich glaube schon, oder? Den Lichtern nach, die wir hier unten dann sehen, müsste Ja. es ein 707 sein. Und ich glaube, Ich glaube, so sieht's Sollte aus. auch ein Also, 707 Leute, sein. 3, 2, 1. Hier ist er, der neue Aston Martin DBX 707. So, und? Also ich habe gerade darüber nachgedacht, vor 1,5 Jahren, wie ich auf die Presseveranstaltung gegangen bin, ohne jegliche Erwartungen bin ich an das Fahrzeug hingegangen und jetzt ist es der allererste Aston Martin, der in die Sammlung kommt. Und das ist wirklich ein Gefühl, Leute, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe es ja schon mal vor ein paar Jahren gesagt, ich bin nie wirklich so ein Fan von SUV-Modellen gewesen. Aber hier, der DBX 707, das stärkste Luxus-SUV, was es auf dem Markt gibt, ist wirklich komplett etwas anderes und kannst du nicht mit auch nur einem anderen SUV vergleichen. Gut, jetzt nehmen wir Ferrari pure Sang, ja. Das Fahrzeug ist aber eigentlich kein SUV, denn Ferrari selbst sagt ja, dass es nicht einmal ein SUV ist, sondern ein, wie hieß es, PUV oder irgendwie sowas? Oh, keine Ahnung. Und dementsprechend hier, DBX 707, ein rein rassiger SUV und das schnellste, was es auf dem Markt gibt. Und einfach, das Fahrzeug sind wir auf der Rennstrecke schon gefahren. Ich habe es ja vorhin gerade schon kurz gesagt gehabt, wo wir das Fahrzeug schon überall gefahren sind. Und jetzt steht unser Auto endlich hier in dem geilen Satin Titanium Grey.
Und genau da merke ich wieder, es ist die richtige Entscheidung gewesen. Denn wir reden hier vom schnellsten Luxus-SUV. Und hier mit der Lackierung, in dem schönen Mattgehalt, auf der einen Seite elegant, aber auf der anderen Seite richtig schön sportlich aggressiv, wo die ganzen Ecken und Kanten rauskommen in Verbindung mit dem kompletten Kühlergrill Blacked Out. Ich weiß, Robert wird jetzt gleich wieder sagen, nein, wir gehen jetzt auf die Details im nächsten Video ein. Ja, Robert, das machen wir auch, aber trotzdem ganz kurz, ich möchte das kurz zeigen, weil wir haben das Auto, kann man ja wirklich so sagen, volle Hütte ausgestattet. Ja? Bedeutet, wir haben das volle Carbon-Paket genommen, angefangen hier Frontspoiler, über hier schön Lufteinlässe in Carbon an der Seite. 23 Zoll Felgen, das muss man sich auch mal wieder bewusst werden. Vorne als auch hinten 23 Zoll. Und allein schon wieder hier diese Seite, das sieht sowas von geil aus. Aber ich sag dir eins, ich muss mir jetzt auf jeden Fall hier reinsetzen. Oh, wie das noch riecht. Komplett neu, dieser Geruch. Es gibt einfach nichts Geileres, als wenn du ein neues Fahrzeug abholst und dann das riechst. Und dann hier, schönes Alcantara-Lenkrad, hier oben auf 12 und 6 Uhr, schön in Leder gehalten und dann hier die Griffe, schön in Alcantara und genauso auch hier komplett alles in Carbon, wo du hinschaust, Alcantara, gelbe Nähte. Das ist so heftig. Ja, steht schon richtig heftig da, oder? Ja. Der Innenraum ist krass. Daran merkst du halt wirklich, wie Aston Martin in den letzten Jahren aufgeholt haben. Ja? Und genau eben auch DB12, ja? Was das für ein Gamechanger ist. Und dann eben hier DBX707. Allein hier das ganze Dachhimmel, alles in Alcantara gehalten. Das ist sowas von, das ist sowas von geil. Und jetzt noch ganz kurz zum Heck. Leute, ja, Robert, ich weiß, wir werden das Auto schön im Detail zeigen. Wir werden, glaube ich habe mir schon eine Location überlegt, wo wir das Auto richtig schön in voller Pracht zeigen werden. Denn Leute, ihr werdet sehen, wenn hier die Sonne auf den Lack scheint, ja, wie sich hier nochmal dieser Lack verändert. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich das hier bei einem DBX707 sehe. Das muss man einfach kurz zeigen. Kompletter Diffusor in Carbon und es wieder dieses Heck, es ist einfach pure Perfektion. Robert? Ja. Ich glaube, die nächsten Wochen, Monate, die werden geil. Ja, definitiv. Ich habe da, glaube ich, echt gute Ideen, was wir hier mit dem Fahrzeug machen werden. Und man muss sich ja eben wieder bewusst werden, Leute, wir haben hier einen V8 Biturbomotor am Start mit 707 PS. Und ich würde auch sagen, dass wir so nämlich das Video jetzt beenden. 300, 302, 303. Okay, da geht auf jeden Fall was vorwärts. Rum. Alter. So, und wieder rum. Haken, linker Fuß auf die Bremse und los geht's. Alter. Ja, okay, jetzt dreht uns durch. Alter, der Sound! Alter, der Sound, Leute!